Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir inshallah ketogenes Mac and Cheese her. Das ist ein amerikanisches Gericht, was man normalerweise mit ungesunden weißen Nudeln und ganz viel Käse herstellt, was zwar extrem köstlich schmeckt, aber aufgrund seiner leeren Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel stark in die Höhe treibt. Deshalb stellen wir dieses köstliche Gericht heute in ketogener Version her und benutzen anstelle der ungesunden weißen Nudeln hier jetzt den Blumenkohl, wodurch das Gericht um einiges gesünder sein wird, aber genauso lecker schmecken wird. Mashallah. Die Hauptzutat ist daher hier der Bio-Blumenkohl, den wir zuerst von seinen Blättern und seinem Strunk befreien werden, und diese werden wir natürlich auf gar keinen Fall wegwerfen, sondern die werden wir entsaften. Denn roh in Form seines Saftes profitiert man von seinen zahlreichen gesundheitsfördernden Vitalstoffen am meisten, wie zum Beispiel von seinen Senfölglykosiden, die das Krebsrisiko senken und aufgrund der Sulfate im Blumenkohl den Gallenfluss anregen und verdauungsfördernd wirken. Mein Video zu den grünen gepressten Gemüsesäften, wo unter anderem auch die Blätter des Blumenkohls entsaftet werden und womit man viele Krankheiten heilen und auch vorbeugen kann, das verlinke ich euch hier oben gerne. Die Blumenkohlröschen habe ich jetzt in mundgerechte kleine Stückchen zerteilt, und jetzt bringen wir Wasser in einem Topf mit einem Teelöffel Himalaya-Salz zum Kochen, und da rein geben wir dann die kleinen Blumenkohlröschen und bringen das Ganze, wie gesagt, zum Kochen. Sobald es kocht, stellen wir die Flamme ganz klein und kochen den Blumenkohl gar. Das dauert nicht länger als 10 bis 15 Minuten. Sobald er gar ist, werden wir den Blumenkohl abgießen über einem Sieb und ihn dann schon mal in die Auflaufform geben. Im gleichen Topf werden wir jetzt die Käsesoße zubereiten. Dazu geben wir erstmal Ghee, also Bio-Butterschmalz, in den Topf. Sobald das Ghee geschmolzen ist, geben wir jetzt einige Löffel gemahlene blanchierte Mandeln hinzu. Wir verrühren gut mit dem Schneebesen und braten die kurz an, maximal 1 Minute, und dann kommen die Gewürze hinzu. Bio-Gemüsebrühe, Knoblauchpulver, Himalaya-Salz, Kurkuma und frisch gestoßener schwarzer Biopfeffer. Die Gewürze werden ganz kurz mitgebraten und dann werden sie mit Bio-Sahne abgelöscht. Da ich von der Sahne nur noch ein halbes Päckchen übrig hatte, hatte ich dann den Rest Mascarpone hinzugegeben. Das könnte man natürlich genauso gut tun. Das schmeckt auch sehr lecker in dieser Soße. Aber wenn man die nicht hat, könnte man einfach ein ganzes Päckchen Bio-Sahne verwenden. Sobald die Sahne und die Mascarpone hier gut aufgelöst sind, dann kommt jetzt noch ein Teelöffel Johannisbrotkernmehl hinzu, um die Soße schön sämig werden zu lassen. Und dann kommt ein ganzes Päckchen Bio-Emmentaler Käse hinzu oder jede andere Käsesorte. Wichtig ist, dass aber alle Zutaten immer von Bio-Qualität sein sollten. Man könnte die Soße noch ein bisschen verdünnen, wenn sie zu dickflüssig sein sollte. Ich hatte dann noch ein wenig von dem Kochwasser hinzugegeben. Und dann kommt jetzt diese köstliche Käsesoße einfach über die Blumenkohlröschen drüber und wird gleichmäßig darauf verteilt. Dann kommt noch einmal wieder eine ganze Packung oder zumindest so viel von dem Bio-Emmentaler Käse, bis der gesamte Blumenkohl und seine Soße damit bedeckt sind. Und dann kommt das Ganze jetzt in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und wird so lange gebacken, bis der Blumenkohl eine goldbraune Farbe erlangt hat. In dieser Zeit werden wir jetzt den leckeren Belag zubereiten, der bei dem ursprünglichen Rezept immer in Form von knusprig gebratenen Brotkrümeln und Parmesankäse unter anderem hergestellt wird, und obendrauf kommt auf das Gericht. Ich werde dazu einfach die Zwiebeln hier, wie wir jetzt gesehen haben, karamellisieren, bis sie eine schöne braune Farbe erlangt haben, und dann kommt etwas Parmesankäse hinzu und wird nochmal mitgebraten, und das gibt dann so eine knusprige, zusammenklebbare Masse, die man dann auch nochmal so unterteilen kann in kleine Stückchen, und die kann man dann obendrauf hinterhergeben als Dekoration. Schmeckt richtig köstlich. Diesen Belag stellen wir jetzt zur Seite, und sobald das Gericht hier fertig ist, wir sehen, der Blumenkohl mit seiner Käsesoße hat jetzt eine wunderschöne goldgelbe Farbe erlangt und ist jetzt fertig gebacken. Verströmt einen himmlischen Duft, Mashallah. Und das ketogene Mac and Cheese wird jetzt mit den knusprigen, karamellisierten Zwiebel-Parmesan-Käsestückchen getoppt, die super gut zu diesem Mac and Cheese passen und das Tüpfelchen auf dem i sind. Und letztendlich wird das Ganze dann noch mit frischer Petersilie dekoriert.
Ein herrliches, kohlenhydratfreies, ketogenes Gericht, was in kurzer Zeit herzustellen ist und das jeder nachmachen kann. Dadurch, dass wir die ungesunden weißen Nudeln mit dem Bio-Blumenkohl ersetzt haben, haben wir dieses Gericht sehr viel gesünder zubereitet, denn der Blumenkohl ist sehr reich an Polyphenolen, eine Gruppe sekundärer Pflanzenstoffe. Dazu zählen mitunter die Flavonoide Quercetin und Campherol, die zahlreiche heilende Eigenschaften haben. Beide Stoffe haben eine antikarzinogene Wirkung, was auf das außerordentliche antioxidative Potenzial zurückgeführt wird. Quercetin kann außerdem der Gicht entgegenwirken, während Campherol eine antientzündliche, antimikrobielle, herz- und nervenschützende Wirkung hat. Eine Studie hat auch gezeigt, dass biologisch angebautes Kohlgemüse ein höheres antioxidatives Potenzial hat. Der Blumenkohl ist nicht nur kalorienarm und nährstoffreich, er enthält außerdem jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe wie die Senfölglykoside. Wird der Blumenkohl gut gekaut oder auf andere Weise zerkleinert, kommen diese Stoffe in Berührung mit dem Enzym Myrosinase. Erst jetzt entstehen die gesundheitsfördernden Senföle. Diverse Studien haben gezeigt, dass Senföle gegen freie Radikale, Bakterien sowie Pilze wirken und das Krebsrisiko reduzieren können. Sinnvoll kann es dabei sein, den Blumenkohl mit Kurkuma zu kombinieren, wie wir das in diesem Rezept auch getan haben. Ja, damit haben wir ein weiteres ketogenes Gericht gezaubert. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.